Heute zu Gast bei uns Reinhard May, ein Mann, dessen Liedgut an ungezählten Lagerfeuern von ebenso vielen pickligen Nachwuchsbarden zur Entflammung der jeweiligen Angebeteten missbraucht wurde. Heute Abend ist er bei uns. Guten Abend. Schön, dafür sind Lieder auch gut. So, auch schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Zu Anfang gleich ein Outing von mir. Ich gehörte zu diesen pickligen Jünglingen, die versuchten verzweifelt mit 3 Griffen Reinhard May nachzuspielen. Ich sage es jetzt mit den Worten eines Kollegen, der auch im Fernsehen auftritt. Verzeih mir, Reinhard. Und wir fangen gleich an mit dem Fragebogen. Und die erste Frage: Was ist Ihr Lebensmotto? Also so ein direktes habe ich nicht, oder beziehungsweise das wechselt immer, weil mit den verschiedenen Lebensabschnitten wechselt, finde ich, auch das Motto. Und eines, das einen von der Wiege bis zur Bahre begleitet, das ist also wirklich schwer, sich dazu entscheiden. Im Moment, würde ich sagen, ist eines, es gibt eine Zeit für ein jegliches Ding unter der Sonne. Eine Zeit, zu Hause zu bleiben, eine Zeit ins Fernsehstudio zu gehen, eine Zeit zu sprechen, eine Zeit zu schweigen. Das kommt meiner gegenwärtigen Geistesverfassung sehr nahe. Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung? Ich habe viele schöne Kindheitserinnerungen. Und nun da auch wieder eine rauszuholen. Also ich bin mit 3 Frauen aufgewachsen, einer geliebten Großmutter, einer geliebten Tante und einer geliebten Mutter. Und die haben mir eigentlich, als ich klein war, so wie es eben möglich war, alle Wünsche von den Augen abgelesen. Aber ich glaube, der Vogel hat meine Großmutter abgeschossen, weil sie hat begriffen, dass ich als 2- oder 3-Jähriger gerne mit Sand spielen wollte. Es war aber Winter und da hat sie 3 Eimer Sand in die Bude geholt und hat eine Zeitung ausgebreitet und hat mir im Wohnzimmer einen Sandkasten bereitet. Ich denke, das ist eine glückliche Kindheitserinnerung. Wem wollen Sie auf keinen Fall in der Sauna begegnen? Den Fischerchören aus musikalischer Hinsicht und auch wegen der beengten Platzverhältnisse. Ich könnte auch sagen, den Wildecker Herzbuben, das würde es genauso treffen. Mit wem würden Sie gerne einmal zum Abendessen gehen? Mit Barbara Rütting, weil Barbara Rütting hat mehrere fantastische Kochbücher für Vegetarier geschrieben. Und ihr verdanke ich, dass, weil ich Vegetarier bin, ich an der Küche, die man überall geboten kriegt, wenn sie vegetarisch sein will, nicht verzweifelt bin. Weil da gibt es so viele witzige und abwechslungsreiche Gerichte und so viele Anekdoten, die sie dazu liefert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir versuchen das zu Hause also danach zu kochen nach ihrem Kochbuch. Ich würde gerne mal sehen, wie das schmeckt, wenn Frau Rütting selber kocht. Wenn Sie etwas an sich verändern könnten, was wäre das? Oh, das ist eine ganze Menge. Wo fange ich jetzt an? Also, ich denke, ich würde gerne immer in dem richtigen Augenblick Ja oder Nein sagen können. Ich bin jemand, der oft Schwierigkeiten hat, Nein sagen zu können. Und das bringt mich dann natürlich in entsetzliche Schwierigkeiten, weil ich denke natürlich Nein, sage aber Ja. Lass mich dann zu allen möglichen Sachen breitschlagen und dann stehe ich da und sage, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Und damit habe ich mir wirklich viele oder vereinzelte von meinen grauen Haaren eingefangen. Und wenn ich das abstellen könnte, da wäre ich schon sehr dankbar. Ich arbeite an mir und ich bin auch schon ein paar Schritte vorangekommen, aber es bleibt noch viel zu tun. Was war Ihre größte Peinlichkeit? Da gibt es auch viele. Und die allergrößten behält man sicher für sich. So offen bin ich dann auch nicht. Aber ich denke, eine, an die ich mich erinnere, das war so ganz zu Beginn meiner Laufbahn und ich kriegte von dem Manager Hans Bayerlein die Einladung, zu ihm zu kommen nach München, weil er hatte mir angeboten, für Charles Aznavour und für Gilbert Bécaud, die er unter Vertrag hatte, Texte ins Deutsche zu übersetzen. Und das war natürlich eine reizvolle Aufgabe und ich war sehr aufgeregt und habe mir diesen Termin sehr, sehr dick im Kalender angestrichen, weil ich war schon mal zu einem Probesingen 2 Tage zu spät gekommen, bei einer anderen Gelegenheit. Das ist ein Schock, den ich nie überwunden habe. Ich habe gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Und infolgedessen bin ich also schon sehr früh nach München geflogen, eigentlich viel zu früh, war sehr aufgeregt, habe sehr viel Kaffee getrunken, bin dann noch lange vor dem Haus auf und ab gelaufen und dann war ich irgendwann genau pünktlich und ich sagte, der große Meister wird es lieben, wenn ich auf die Sekunde genau pünktlich bei ihm bin. Ich erschien und er nahm mich auch sofort in sein Büro und fing an, mir die Zusammenarbeit für die Zukunft zu erklären. Und ich merkte, wer viel Kaffee trinkt, muss auch irgendwann mal pinkeln. Aber es war in diesem Redefluss war kein Stopp und kein Nichts. Und er schilderte mir, wie das also mit Bécaud gehen wird. Und Adamo hatte er auch noch. Und mir traten langsam die Tränen in die Augen. Und ich fragte irgendwann, haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen dazu? Und dann musste ich sagen, wissen Sie, ich möchte eigentlich nur wissen, wo ist die Toilette? Er hat sie mir gezeigt und wir haben dann trotzdem zusammengearbeitet. Aber es war für einen Newcomer, es ist eine harte Viertelstunde.
Jetzt kommt natürlich die nächste zentrale Frage. Was war die beste Entscheidung, exklusive der immer auf Toilette zu gehen, wenn irgendwas ansteht? Ich muss sagen, dass ich mich, wann waren das? 67 oder 68 entschieden habe, das, was ich als Vergnügen, als Leidenschaft angefangen habe, nämlich das Liedermachen, zum Beruf zu machen. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe und die mich sehr, die mein Leben erfüllt und glücklich macht und ich bin bis heute motiviert. Also das ist wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Wir kommen zu den Katastrophen im Leben eines Liedermachers. Wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet. Sie kommen nichts Böses an, an irgendeinem Lagerfeuer vorbei. Da sitzt ein Nachwuchsbade wie Andreas und klampft fröhlich vor sich hin. Greifen Sie ein. Ich soll eingreifen? Nein, ich lasse den singen. Auch wenn er ganz verkehrt singt und alles falsch macht, was Reinhard May ihm jemals vorgegeben natürlich, ich bin doch nicht der Lehrmeister. Ich habe das Lied geschrieben und das ist, wie wenn ich in eine Pusteblume puste und die Samen fliegen über das Land. Und wer die Lieder möchte, der nimmt sie und wer sie Ist es Ihnen denn mal passiert eigentlich? Also ich erinnere mich Leute, ja, na sicher, dass die das gesungen haben. Das hat auch was sehr, sehr Schmeichelhaftes und das freut einen. Und es ist auch ganz witzig, wenn das dann plötzlich ganz anders klingt, als man es selber gemeint hat. Und ich habe nicht nur erlebt, dass Leute es noch falscher spielen als ich. Ich habe auch erlebt, dass Leute das verdammt gut spielen können und die auch ein paar Gitarrenläufe da eingebaut haben oder das auf eine gewisse Art und Weise interpretieren, die mir Spaß macht. Es hat auch noch was, wenn man so ein Lied geschrieben hat, dann kann man sich ja nicht mehr selber überraschen. Aber eigentlich ist Musik ja Überraschung, überrascht werden. Und wenn ich ins Radio andrehe und irgendein Lied finde, das mir gefällt, dann geht das zunächst mit einer Überraschung einher. Aber ich kann mich ja nie selber überraschen, wenn ich mit meinen eigenen Liedern antrete. Und infolgedessen hat es etwas von dieser Überraschung, wenn man jemand anderen dabei erwischt, dass er das Lied singt. Ich habe das gerne. Ich habe mal erlebt, da saß ich mit Freunden in der Kneipe, da kam Howard Carpendale rein, den wir alle nicht mochten und sang dann irgendwie schrecklich falsch Hello again. Und aber er hat es nicht so witzig gefunden. Nee, im Gegenteil, da freue ich mich drüber. Okay. Sie haben vorhin gesagt beim Fragebogen erzählt von der Buddelkiste zu Hause. Das klang alles so ein bisschen nett, aber auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt, wenn man ein bisschen böse ist, sagen, der Junge war ganz schön verzogen. Der hatte irgendwie keine Grenzen aufgezeigt bekommen. War das so? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass meinem kreativen Drang wurde nachgegeben. Meine Tante hat mir Papier und Bleistifte organisiert, was also Jahrgang 42 nicht immer leicht war, damit ich malen konnte und damit ich mich probieren und versuchen konnte. Und ich denke, da ich mit sehr viel Zuwendung aufgewachsen bin, wurde mir genau gezeigt, auch was an Spielregeln einzuhalten ist und was nicht. Und ich glaube sogar, dass diese Erziehung durch 3 Frauen etwas ist, die ich jedem wünsche, insbesondere allen, die vielleicht von der Natur aus dazu veranlagt sind, ein wenig den Macho heraushängen zu lassen, dann ist das etwas sehr Gutes. Und ich glaube, dass ich viel über Toleranz, über Friedfertigkeit, aber auch, über das Kreative und über das Impulsive von diesen 3 Frauen gelernt habe. Aber Nein sagen haben Sie nicht gelernt. Nee, stimmt. Kommt es daher? Mag sein. Ja, das denke ich schon, dass die 3 Damen mir, wenn ich wirklich darum gebeten habe und wenn ich meine ganze Diplomatie und meinen Charme eingesetzt habe, wahrscheinlich nichts abschlagen konnten. Und infolgedessen, es mag sein, tatsächlich, das glaubt man Ihnen sofort, wenn man auch die Kinderfotos mal sieht, wie sie damals ausgesehen hat, dass Ihnen da 3 Frauen nichts abschlagen können, das glaubt man gerne. Kann man die mal sehen, die Kinderfotos? Da ist er genau. Ja. Große Augen. Das funktioniert dann immer. So ja, da kommt der Mime schon durch. Ja, das ist mir klar. Wann war das? Wo war das? Na, wie alt mag ich 3 Jahre gewesen sein? Ja, also 1945. Wir haben jetzt viel von den 3 Frauen gehört. Im Munzinger zumindest ist nachzulesen, da gab es auch noch ein paar und den gibt es auch sonst immer noch. Das ist richtig. Und der taucht immer wieder mal auf als Beamter oder Rechtsanwalt. Das haben wir daraus gemutmaßt. Der war sicher Rechtsanwalt irgendwo beim Senat oder in der Bezirksamt. Genau so ist es. Perfekt, wir sind richtige Journalisten. Er ist natürlich später aufgetaucht, weil er, als ich ein ganz kleiner Junge war, in Kriegsgefangenschaft war und er ist 1946 zurückgekommen, sodass ich also die erste Zeit eben, die sehr prägend ist, wie wir ja alle wissen, für die kleinen Kinder, ohne ihn verbracht habe. Aber danach hat er seine Vaterrolle voll ausgefüllt und ich habe ein sehr gutes
tolles Verhältnis zu meinem Vater gehabt, der mir nun wieder ganz was anderes beibringen konnte. Das Nein sagen allerdings auch nicht. Das war auch nicht der Mann, der Nein sagen konnte. Sondern, ja, Entschuldigung. Ja, ach so, ich noch mal, also ja. auf seine... Nee, ich wollte nämlich jetzt eigentlich weitergehen und sagen, im zarten Alter von 14 Jahren hat jemand die Katastrophe ausgelöst, so ein bisschen zumindest mit in dem Hause May. Er hat nämlich eine Klampfe mitgebracht und dem Reinhard geschenkt. Wussten Ihre Eltern, was Sie damit anrichten werden? Ja, ich glaube schon. Also positiv natürlich. Natürlich. Nein, das ging. Mein Vater spielte Klavier. Damit fing das schon mal an, als ich 8 war oder 9. Da kam das Klavier ins Haus und da war ich nicht so furchtbar begeistert drüber. Aber meine Eltern, beziehungsweise mein Vater hat gesagt, du solltest dich wirklich mit diesem Instrument auseinandersetzen. Und ich habe es getan, weil er ein kluger Mann war und mich wirklich gut beeinflusst hat. Dann hat er mir, weil ich mehr von der Musik wissen wollte, eine Trompete geschenkt. Das war die Zeit. Ich habe eine 4 Jahre ältere Schwester, die war also großer Jazz-Fan. Haben wir gerade auf dem Bild gesehen, die Schwester? Genau, ja. Ja. Und der wollte ich natürlich auch imponieren. Und dann habe ich gedacht, dann muss der kleine Bruder Jazz machen, um sich zu behaupten. Und dann habe ich also um eine Trompete gebeten und die habe ich auch gekriegt. Aber es war schon so, dass ich gerne singen wollte. Und das ist nur mit der Trompete nicht so einfach. So schwer, wenn man die im Mund hat, immer noch mitzusingen. Ja, verdammt. Also habe ich dann um eine Gitarre angehalten und das hat dann geklappt. Ich glaube, Sie haben nicht die Tragweite dieser Entscheidung absehen können damals, aber Sie haben es, soweit ich weiß, auch nie bereut, dass Sie es mir geschenkt haben. Und sie war viel leiser im Haushalt als die Trompete. Jetzt sehe ich das aus der Sicht der Eltern. Es ist, glaube ich, deutlich angenehmer, ein Gitarre spielendes Kind zu haben, als ein Trompete spielendes. Glaube ich Jedenfalls, auch, ja. wenn es nicht ein Virtuos ist. Wen haben Sie denn damals missbraucht? Was haben Sie denn nachgesungen? Ich habe Georges Brassens nachgesungen. Ich bin hier in Berlin aufs französische Gymnasium gegangen und bin also mit Französisch als zweiter oder als erster Muttersprache aufgewachsen und bin als Junge mit 11 und 12 in französischen Familien gewesen und habe dort die französischen Chansons entdeckt und unter anderem als ersten Georges Brassens. Und das war so ein bisschen wie mein Lehrmeister, dem habe ich an der Gitarre nachgeeifert, dem habe ich sehr genau auf die Texte geguckt und letzten Endes auch auf sein Lebensbild, was er sich gemacht hat. Und im Grunde genommen bin ich ihm bis heute dankbar und treu geblieben, meinem Lehrmeister. Denn er hat mir gezeigt, dass man, wenn man genau weiß, was man will und mit den Dingen, die man schreibt, eine Einheit ist, dass man das ein ganzes Leben lang machen kann. Und ich habe mir gewünscht, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dass ich das so lange machen kann, wie ich die psychischen und physischen Kräfte dazu habe. Da ist es ja oft, wenn man zur Schule geht und hat nebenbei noch so ein Hobby, was dann so exzessiv betrieben wird, dass irgendwas leidet. Bei Ihnen durfte das Hobby nicht leiden, also musste die Schule leiden. Jetzt kommt der Klassiker. Ist ja bei jedem bekannten Künstler so, der hatte in Musik noch dazu eine 4. Ja. Und dann in der 12. Klasse gab es einen Lehrer, der schrieb dann über das Zeugnis, ich kann mal kurz zitieren, er muss viel an sich arbeiten, wenn er das Ziel erreichen will. Ja. Ja, Persönliches haben Sie vermutlich geschafft, das Klassenziel nicht mehr. Als das geschrieben wurde, war natürlich alles längst zu spät und ich bin dann in der 12. kleben geblieben. Aber wie alle Katastrophen oder wie viele Katastrophen hatte all diese auch ihr Gutes, denn ich bin von dieser Klasse, in der ich mich sehr unverstanden gefühlt habe, in die Hände einer Klassenlehrerin gefallen, von der ich mich verstanden fühlte. Und auf einmal zum ersten Mal überhaupt, das vielleicht auch als Trost an alle Sitzenbleiber oder potenziellen Sitzenbleiber, ich habe mich in diesem Jahr, wo ich kleben geblieben bin, zum ersten Mal richtig wohlgefühlt. Ich habe mich nicht überfordert gefühlt, ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, sondern ich konnte einmal genießen, das, was in der Schule im Moment rankommt, das hatte ich schon mal gehört. Und bin also so entspannt und locker daran gegangen. Und dann klappte das dann auch irgendwann. Und die hat mir auch gut geholfen, die Dame. Ich habe ihr auch ein Lied geschrieben, Charlotte. Hat sie verdient. Sie sagten, Sie haben sich unverstanden gefühlt. Das klingt immer so nach dem Spinner, der nicht verstanden wird. War das so? Das war sicher so, weil ich glaube schon, dass ich mich für viele Dinge, die in der Schule gelehrt wurden, interessiert habe. Aber nie genau zu dem Zeitpunkt, wo sie gelehrt wurden. Also es gab einen Augenblick, weiß ich, da wollte ich alles über Astronomie wissen, aber das war der Augenblick, wo, weiß ich, die Wärmelehre dran war in Physik oder es vielleicht überhaupt nicht Physik gab. Und ich bin immer jemand gewesen, der gerne experimentiert und rumgefummelt hat und sowas. Aber als es dann endlich in Chemie daran ging, war irgendein ganz anderes Thema angesagt. Und ich habe also immer antizyklisch gelernt und damit bin ich natürlich voll auf die Schnauze gefallen. Das war nicht anders zu erwarten. Aber der
Beamtensohn kam schon ein bisschen durch. Nach der Schule hätte man ja jetzt annehmen können, Sie gehen nur noch tingeln und versuchen irgendwann mal vielleicht auch eine ganz große Nummer zu werden im Musikgeschäft. Aber nein, Reinhard May geht zu Schering und macht erstmal den Industriekaufmann. Ja, und das war auch klasse. Das ist eine Geschichte, die ich meinem Vater verdanke. Mein Vater hat natürlich immer Angst gehabt, dass ich als brotloser Künstler irgendwann dastehe und nichts zu essen habe. Und diese Angst hat er mir gut vermitteln können und hat gesagt, du kannst alles machen. Und er hat mir gezeigt, dass ich alles machen konnte, indem er eben Musikinstrumente zur Verfügung stellte, mir Schüleraustausch in andere Familien und so weiter erlaubt hat, indem er wirklich auch allen meinen Torheiten und allem Wahnsinn, den ich in meiner Jugendzeit begangen habe, mich unterstützt hat und wirklich total unbürgerlich und unkonformistisch war. Hat alles unterstützt. Aber dann hat er gesagt, weißt du was, es hindert dich überhaupt nichts daran, Musik zu machen, aber mach nebenbei eine kaufmännische Lehre, mach's für mich. Ich habe es gemacht und ich muss sagen, das war ein Knaller, weil ich bin bei dieser Firma in eine Gruppe von Lehrlingen geraten, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und diese 2,5 Jahre bei Schering haben wir uns wirklich vergnügt wie Bolle, haben aber nebenbei auch noch die Möglichkeit gekriegt, meine neugierige Nase in alle möglichen Bereiche reinzustecken, die ich sonst nie hätte kennenlernen können. Ich bin im Isotopenlabor gewesen, ich bin bei der Hofkolonne gewesen, ich bin im medizinisch-wissenschaftlichen Labor gewesen. Ich habe überall rumwuseln und rumprobieren können. Und ich habe noch das Glück gehabt, dadurch, dass ich Französisch konnte, haben sie mich, obwohl ich nun Lehrling war, sehr früh dazu genommen, um französische Gruppen durch das Werk zu führen. Das hieß, ich habe also auch in der Vorstandskantine mitgegessen, wenn das die entsprechenden Gäste waren. Und ich habe wirklich eine tolle Zeit bei der Firma gehabt. Und ich denke, ich weiß sicher nicht, wie man pharmazeutische Produkte verkauft, noch wie man sie herstellt oder Industriechemikalien. Aber ich habe wirklich verdammt viel über Menschen gelernt und in Lebenskunde. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich auch heute gut gebrauchen kann. Haben Sie dann gedacht, dass Sie genau solche Leute auch an der TU wieder treffen, um Betriebswirtschaft zu studieren? Da sind Sie ja dann das war ein Alibi. Dann wollte ich wusste natürlich, dass ich schon bei Schering habe ich nebenbei Musik gemacht. Aber das war natürlich sehr strikt, denn wir hatten einen ganz klar geordneten 8-Stunden-Tag und da gab es kein Entkommen. Und wenn man da eine Mucke oder irgendwas hatte, die Lehrer hatte Vorrang. Es gab keine Möglichkeit. Ich ahnte aber, auch schon durch das Beispiel meiner älteren Schwester, die studierte, dass das an der Universität sehr viel lockerer vor sich geht. Und dann habe ich mich mit Vergnügen eingeschrieben und habe dann auch ganz andere Vorlesungen gehört. Ich habe mich dann plötzlich angefangen für Architektur zu interessieren. Weil mir ist da ein Architekturprofessor begegnet, der eine wahnsinnig interessante Vorlesung über Geräuschdämmung hielt. Und das fand ich so aufregend, dass ich mich plötzlich darin wiedergefunden habe. Ich habe also wirklich das Studium Generale betrieben aus reiner Neugier, aber von dem, was ich sollte, nichts. Und ich bin dann auch, ich glaube, nach 6 Semestern hat sich das auch an der TU rumgesprochen und dann haben sie mich feierlich exmatrikuliert. Aber dann wusste ich schon, dass ich Musik machen wollte. Und hätten ja böse Zungen jetzt mutmaßen können, der studiert nur Betriebswirtschaft, um später die Millionen von sich besser organisieren zu können. Das hat leider nicht hingehauen. Ich wünschte, ich hätte zum Beispiel was, Betriebswirtschaftslehre oder so anbetrifft, noch ein bisschen was drauf, weil das Merkantile, das geht mir völlig War ja mal was zu lesen von einem Steuerberater, der Sie übers Ohr gehauen hat. Ja, genau. Ne? Ich bin für solche Leute bin ich eigentlich die Vorsehung, weil ich habe keine Ahnung und es ist mir auch nicht geglückt. Und, Sie können jetzt auch Ihre private Telefonnummer noch ausgeben für alle Steuerberater, die uns zugucken. Nee, inzwischen passe ich schon ein bisschen auf, wenigstens dabei. Ich gebe keine Vollmachten mehr, so mir nichts sehen. Aber es ist schon, auf dieser Seite habe ich nichts gelernt. Man kann nicht alle Begabungen haben. Geh und fang den Wind, hatten Sie da längst gesungen. Das war Ihre erste Single, glaube ich. Das sieht doch so ein bisschen, das klingt so nach dem. Das war der Knaller, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich das erste Vorsingen verpasst hatte. Ach so, okay. Ich hätte es auch das zweite verpassen sollen, denn das war natürlich so eine Jugendsünde. Da kam plötzlich ein Telegramm aus Hamburg von einer Schallplattenfirma und ich hatte ihnen 12 Lieder von mir hingeschickt. Aber es interessierte sie nicht eins von mir, sondern eines, was irgendjemand von denen bereits subgetextet hatte auf ein Lied von Donovan. Und Donovan machte ich. Das war also für mich, damit haben sie mich geködert. Aber das klingt verdammt so nach Vanille-Räucherstäbchen und Tee auskochen und so. Ja, es war auch
Es war auch so, aber also ich muss mich nicht schämen, aber es ist nicht ganz mein eigenes Lied oder ich habe es einfach nur interpretiert und ich hätte gerne gehabt, dass bereits meine allererste Ursingle nur ein Werk ist, was Text und Musik aus meiner Feder hat. Das ging nicht. Nun war ja die Karriere von Reinhard May in Deutschland auch nicht auf Rosen gebettet. Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Da sagt man gemeinhin in Deutschland, wenn es mit dem normalen Namen nicht klappt, machen Künstlernamen. Das kommt erst mal an. Hat auch noch nicht geklappt. Sie haben aber den Künstlernamen übernommen und sind nach Paris gegangen. Frédéric May, und plötzlich lief alles gut. Ja, das war einfach das Anfängerglück. Das war meine erste französische Platte, die ich gemacht hatte, zusammen mit einem Märchentypen von einem Produzenten, ein griechischer Produzent, der in Frankreich anfing. Also das war wirklich ein Duo wie Lari und Fari. Ein griechischer Produzent und ein deutscher Komponist und Autor machen zusammen in Frankreich einen Schallplattenpreis. Und es war einfach... Wir haben wirklich Dusel gehabt. Wir sind im richtigen Zeitpunkt gekommen und wir haben auch dran geglaubt und es war auch eine gute Platte. Und es war offensichtlich eine Jury, die zu erkennen vermochte, dass da ein gigantisches Talent im Kommen war. Und sie haben mir diesen Schallplattenpreis gegeben. Und das ist natürlich toll, wenn man als Neuling so eine Art Visitenkarte hat, die es einem ermöglicht, die eine oder andere verschlossene Studiotür sozusagen als Dietrich zu benutzen und dann eben mit so einem Schallplattenpreis reinzukommen. Und dann ist es natürlich so, dass der Prophet im eigenen Land es auch immer ein bisschen schwieriger hat. Aber als ich dann die französische Platte hatte und hier Frédéric und guck mal, in Frankreich läuft es schon. Da kannte sie jeder, auch in Deutschland zumindest. Ging es langsam an. Wir haben mal eine kleine Umfrage. Wer ist Reinhard May? Und hier die Antwort. Der Name ist mir ein Begriff. Über den Wolken und ist nicht auch mit der Lasche, den Nippel? Ja, finde ich toll, den Mann. Ja? Der ist so jung geblieben. Ja, ich mag Reinhard May wegen seiner Texte. Also mich persönlich spricht es eigentlich ziemlich an. Also ich wüsste keinen anderen Künstler, der mit Sprache so umgehen kann wie er. Hat sich auf jeden Fall gut gehalten für 50, würde ich mal sagen. Mit dem Nippel und der Lasche, das waren Sie, glaube ich, nicht. Aber Kreuzberger Nächte, das waren Sie, oder? Nee, das war ich auch nicht. Nee, aber das ist nur... Aber auch nah dran. Aber was man ja merkt, ist ja wirklich, das Publikum ist ja von 15 bis 75. Und so sieht es, glaube ich, auch aus, wenn ein Konzert gegeben wird von Reinhard May. Ich weiß gar nicht, ob man da so was wie ein Erfolgsrezept festschreiben kann. Aber was passiert in so Momenten ist, man wird prominent. Und was dann passiert, da haben wir auch, wenn Anne das jetzt findet, werden wir sogar vorlesen, was wir da haben. Genau. Ein Brief an Reinhard May. Aus dem Leben eines Prominenten von Beruf. Im Daddys goldene Handwerk schuf. Kennen Willen. Zu verschrauben, selbst auf Schlössern alten Stolzen gibt es Schellen zu verbolzen. Ich bin Klempner von Beruf. Gründlich sein ist jeden Klempners Pflicht. Donnerstag war eine Leitung nicht ganz dicht. Mit dem Anziehen einer Mutter ist das längst noch nicht in Butter, denn wenn dabei eine Bogenschelle bricht, reduziert sich oft die Druckmanschette nicht. Folglich habe ich vom Keller bis zum Dach alle Rohre neu verlegt und hab danach auch den Kühlschrank noch erneuert, was die Sache zwar verteuert, aber dafür sagt mir auch kein Kunde nach, dass ich bei der Arbeit halbe Arbeit mache. Jetzt haben wir also erst den Clip gesehen, den Videoclip, wegweisend eigentlich. Heute macht man die fast noch ganz genauso, oder? Ja, das war damals mit Claudi Fröhlich. Bei dem musste immer ich glaube, es ist immer noch so, in jedem Film muss etwas explodieren oder es gibt Überschwemmung. Und das war natürlich der geeignete Mann, um gerade den Klempner zu verfilmen. Ja, das war wirklich ein frühes Video. Damals hieß das nur noch nicht so. Wir wollten eigentlich was ganz anderes erzählen, nämlich aus dem Leben eines Prominenten. Da kriegt man ja auch die eine oder andere Post, diesmal aus Kiel. Ich lese mal vor. Lieber Herr May, in den bunten Frühlingstagen pflege ich jeden Sonntagnachmittag eine kleine sogenannte Sherry-Time-Party zu geben. Hiermit möchte ich Sie als berühmte Persönlichkeit meinen Nachbarn und Verwandten vorstellen und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie der Einladung folgen würden. Im Allgemeinen ist es so, dass unsere Gäste die Getränke selbst mitbringen. Die Ehefrauen bringen entsprechende Salate mit. Wenn Ihre Gattin mir kurz mitteilen würde, welchen Salat sie mitbringt, dann könnte ich alles Entsprechende noch besser koordinieren. Übrigens hat auch schon eine andere berühmte Persönlichkeit, nämlich Herr Schröder, der Leiter der hiesigen Sparkassen, zugesagt. Und mit dem Termin könnten wir uns natürlich auch nach Ihnen richten. Auf jeden Fall sollte es jedoch ein sonniger Tag sein. Mit freundlichen Grüßen. Die Frage der Frage, welchen Salat haben Sie mitgebracht? Wir sind nicht hingegangen, weil ich zu keinen Cocktails gehe, zu keinen Empfängen und zu keinen... Auch nicht zum Sherry-Time? Nein, auch da nicht hin. Aber es ist eine herrliche Einladung. Ja, sehr ich freue mich sehr darüber. Ja, auf der anderen Seite haben Sie sich ja immer wieder den Hass bestimmter Berufsgruppen zugezogen. Also ich kann mich da erinnern, da gab es die Klempner, die Finanzbeamten, Klempner haben wir gerade gesehen. Dann gab es die Politiker, die Sie auch nicht so gerne mochten. Wie war es eigentlich mit den Gärtnern?
Naja, es kommt ja nachher raus, dass es nicht der Gärtner ist. Also es hat schon einen versöhnlichen Schluss. Aber ein bisschen gucken muss ich schon immer. Nein, und ich glaube, es ist natürlich so, die Klempner wissen auch ganz genau, dass ich mir das ja nicht nur ausgedacht habe. Dieses Klempnerlied ist entstanden, als wir ein altes Haus renoviert haben. Beziehungsweise nicht nur wir, sondern 2 Klempnerfirmen, die da dran waren. Und ein Teil der Explosionen und Katastrophen sind da auch wirklich vorgekommen. Also natürlich ist es dieser Können wir den Karlauer machen, da können viele Berliner ein Lied von singen, aber naja. Ja. Außerdem müssen wir noch aufklären, das Lied, was gemeint war, der Mörder ist immer der Gärtner. Richtig. Und nachher war es der Butler, sowas. Ne? Genau. Die Butler haben offenbar keine Lobby und schreiben dann nicht. Allemal kann man aber sagen von sich, Sie sind sich treu geblieben. Das kann man schon sagen. Sie haben es vorhin auch mal angedeutet. Das war ja offenbar auch ein bisschen Ihr Wunsch, immer aus kleinem Selbsterlebten Ihre Lieder zu machen, zu texten und dann auch zu singen. Aus kleinem Selbsterlebten und großem in der Weltgeschichte Miterlebtem. Und das aus meiner Beobachtung zu schildern und meine persönliche Meinung dazu mitzuteilen und mich dafür gegebenenfalls auch festnageln zu lassen und den Anspruch mit dem Geschriebenen und mit der eigenen Persönlichkeit eine Identität zu sein. Das möchte ich gerne, weil nur so kann man einfach auch Kritik ertragen und so kann man überhaupt nur überleben. Denn wenn man etwas rüberbringt oder versucht, etwas zu verkaufen, was man nicht selber ist, dann gibt es verdammt schwierige Durststrecken. Und wenn der Wind von vorne weht, dann ist es gut, wenn man an die Botschaft, die man da erzählt, auch selber glaubt. Und darum, weil ich weiß, dass der Wind ab und an von vorne weht, habe ich mir das zur Devise gemacht oder mir das auch als Motto genommen, pass auf, dass du die Dinge, die du da erzählst, auch vertreten kannst. Wir haben uns eben überlegt, da haben wir immer so ein bisschen geredet, es kamen auch einige Kollegen vorbei, wir haben erzählt, Reinhard May kommt und jeder kennt sowieso irgendein Lied von Ihnen und nicht nur eins und jeder sagt vielleicht auch von sich selber, er war eine Zeit lang mal ein Fan von Ihnen. Dann haben wir uns verändert, sind nicht mehr Fans, Sie haben sich nicht verändert. Wie kommt es? Oh, ich habe mich schon verändert, aber vielleicht haben Sie mich eben auch nicht über die ganze Zeit verfolgt. Natürlich ist es so, ich bin nicht mehr gewachsen und andererseits bin ich auch noch nicht wesentlich wieder zusammengesunken. Das kommt noch und ich habe mich wahrscheinlich deswegen oder wenig verändert, weil ich mich natürlich auch modischen Trends nicht angehängt habe und das geht ja eigentlich immer damit einher, dass man stark sein Äußeres verändert. Natürlich die Haare mal länger oder mal kürzer oder mal hat man eine Eckige-Brille oder mal hat man eine runde. Mal aber hat man eine Tigerente. Ja, das ist richtig, aber das ist kein modischer Trend, sondern das ist ein Geschenk meiner Frau. Und das hebt sich ja wieder auf die harte Lederjacke. Glaube ich, mit vielen. Bitte? Das hebt sich ja wieder auf die harte Lederjacke sicher, und die natürlich. Tigerente. Wahrscheinlich passt das in das Charaktermosaik mit rein. Auf der einen Seite natürlich schon und auf der anderen Seite aber auch das kindliche, naive. Ich denke, dass die Tigerente auch im übertragenen Sinne in meinem Leben eine Rolle spielt. Bei anderen Kollegen, die auch Liedermacher mal waren, hat sich eine ganz andere Karriere eingestellt. Ich denke da an einen, der darf sich jetzt vor laufender Kamera betrinken und macht dabei eine Talkshow. Sowas ist für Sie nie in Frage gekommen. Also Talkshow oder betrinken? Weiß ich nicht, beides? Also schon eher betrinken als Talkshow, weil mit Freunden zusammensitzen und trinken und wenn das alles in einer wunderbaren Atmosphäre passiert und man danach nicht Auto fahren muss oder sonst irgendwelche wichtigen Dinge tun muss, Maschinen führen oder dergleichen Sachen, warum nicht? Aber Talkshow ist nicht. Da muss man Talkmaster zu sein. Das ist Ihr Beruf. Meiner ist Musik machen. Ich glaube, man vielleicht Karl Dahl auch mal sagen. Ich weiß es nicht. Also nichts gegen Karl Dahl, aber vielleicht hätte er bei seinen Leisten bleiben können. Nein, was wir aber auch meinen, sind so Leute wie Rex Gildo oder Harald Junke, die sich der einen oder anderen Eskapaden geleistet haben. Das haben sie nicht gemacht. Ich rufe nicht immer gleich die Bild-Zeitung an, wenn ich eine Eskapade mache. Es gibt aber Leute, Sie haben sie eben zitiert, die sind noch gar nicht richtig besoffen. Da haben sie schon die Bild-Zeitung angerufen. Und dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn dann über die Suff-Eskapaden auch die Schlagzeilen voll sind. Das sind die Sorte Schlagzeilen, die ich überhaupt nicht brauchen kann und auf die ich nicht versessen bin. Ich denke, ich bin überhaupt nicht versessen auf Schlagzeilen. Ich möchte gerne, dass die Dinge, über die ich singe, das sind meine Geschichten, dass die gehört werden. Aber dazu brauche ich nicht den großen Paukenschlag und eben nicht die Schlagzeile überm Knick
wie es bei den Eingeweihten heißt, weil da wird die Zeitung geklappt und die Zeile überm Knick, das ist die, bei der es drauf ankommt. So, jetzt können wir ja Reinhard May fast nicht entlassen, ohne noch kurz was anzuspielen, was gemeinhin jeder kennt und was ich auch mal verzweifelt auf der Gitarre versuchte. Er kann es viel besser. Hoffentlich. Haben wir noch einen kleinen Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleierstaub der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. So, über den Wolken. Viel besser von Ihnen interpretiert als von mir. Sie haben ja auch einen Flugschein. Fliegen ist eine der großen Leidenschaften neben Bentley fahren, glaube ich. Ne? So ein kleiner Luxus muss sein, ne? Nee, das muss Stimmt gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Der alles Bentley stimmt an auch. der Knickstelle in der falschen Zeitung gestanden. Alles falsch. VW-Bus, aber Sie hatten einen Porsche, den hatten Sie schon. Das war 1970. Aus dem Alter Da bin waren ich die auch noch billiger. raus. Sie haben gesagt, ich habe mich nicht verändert. In der Hinsicht habe ich mich ganz sicher verändert. Aber eben außer dem Billard waren sie auch damals. Zwei Kinder passen auch nicht in Porsche. Genau, als ich gemerkt habe, dass der Kinderwagen da hinten nicht reinpasst, habe ich sofort auf VW-Bus umgeschaltet. Frau Nau sind Sie treu geblieben und zum Abschied gibt es jetzt noch was Kleines von Reinhard May. Sie sollen alle noch nicht ins Bett gehen, aber wenn man die Kinder ins Bett schicken will, passt das auch gut. Kleines Stück von Ihnen. Ja, auch schon ein bisschen auch ein alt. ganz altes, ja. Was mag das sein? 1972. Damit verabschieden wir uns dann, oder? Dem hören wir zu und stören nicht mehr. Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette oder ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach hab Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert habe, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komme oder gehe. Für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, hab Dank, dass ihr nicht fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen.